Wir wollen uns angucken, ein 88 Millionen Euro oder Dollar teures Haus. Uff, Digga, was ist das denn? Oh. Welcome to the View Estate. We are located in Truesdale Estates. Digi. Also erster Eindruck, ich habe das Video auch noch nicht gesehen. Digga, anderes Level. Auch vom Stil her genau meins. So schlicht, simpel. A very exclusive neighborhood in Beverly Hills. We have 19,000 square feet here, 8 bedrooms, 11 bathrooms, a 10-car garage with a turntable, some of the best materials and finishes throughout, and we are on the market for $88 million. Wow, Digga. I'm here today with Gina Assad of Gina Assad Design. She not only grew up in this home as a teenager, so she has that personal connection, but she also curated and designed every inch of this fabulous estate. I'm really excited to have Gina here to take us through all of the details of this beautiful estate. Gina? Can't wait to show you. Let's go. So here we are in the formal living room. As you can see, I kept the palette really simple, really subtle. For me, it's all about the textures and the beautiful finishes to really captivate all of the impressive. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Dekoration, den Stil schon ziemlich ansprechend. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Der Stil gefällt mir sehr gut. Views all around, and I really wanted to bring that into the home. And I just love these anodized aluminum champagne panels. And I think it just sets a really nice, calm, serene tone as you walk into the home. Having spent many years here, I understand the importance of the views, and I always just gravitate straight to the view. So I really wanted to make sure that the interiors were very cohesive with the outside, and you just feel this really breezy sense of, you know, lifestyle over here. Auch dieser offene Bereich, also das ist schon sehr schön. As you can see, we have a beautiful ocean breeze, and you're just totally at peace and super calm. Schon ziemlich geil, Alter. I love this fireplace. This is a macchia vecchia, and it's in a hone finish. And I'm really hands-on with our fabricators, are incredible over at Stoneland, and we really lay out everything so that it just looks super earthy. There's no kind of book matching. Normally with book matching, you know, you would want them to look as if they were joining in as one piece. And so there's kind of. Also ich muss sagen, das ist auch etwas, was mich im Nachhinein ein bisschen geärgert hat. Im Nachhinein betrachtet hätte ich mir auch einen Kamin hier ins Haus reinbauen sollen. Kind of a V, and I typically don't really like to do that, so we like to lay it out so it just looks like it's one continuous vein. It's just all really raw, and it really carries out the palette throughout the rest of the home, which is just this very light colored, light wood, light champagne colors, light wood paneling all throughout. Also ich muss sagen, wenn das so weitergeht in dem Haus von der Optik, ist es mit das schönste Haus, das wir uns bis jetzt angeguckt haben. Ich würde noch mehr Grünpflanzen reinmachen. Hier noch eine, aber das ist natürlich Kleinigkeiten, die man selber individuell noch nachrüsten kann. Aber es ist bis jetzt wunderschön. Hey, so. Boah. Oh, oh. Here we are in the primary bedroom, and I love this room because it's Unbeschreiblich. Diese offene Fensterfassade hier mit dem Grün, schon sehr schön. so light, so open, very airy. We have beautiful pocket doors that slide out onto the deck. I continued the wood floor all throughout the home to keep it cozy. The wood paneling is really consistent with our color palette, and I really wanted to incorporate that into the primary bedroom. I just really wanted to keep it super light and make the fireplace mask kind of, you know, a central feature in the home as well. And it has a beautiful Indiana limestone, and it's all in a raked finish. Ja, das ist wirklich aber also illegal. Die Fernsehposition ist wirklich illegal. It's really, has a really nice, beautiful texture to it. Again, Also das ist Digga. really subtle, and at night when the light hits it, Okay, ich respektiere aber die Position, denn sie macht natürlich, also es macht Sinn. Das ist ganz großes Kino, Bruder. Und also wir haben uns schon einige Häuser angeguckt und natürlich kann ich mich nicht an alles erinnern, aber das ist unbeschreiblich schön. really glows, especially with the sunset. This view is really unique as well because you get to see all of the mountain view, but you also have all of this beautiful ocean view as well. And as you can see, we have such a nice. Wenn jeder von euch 100.000 Euro spendet, kann ich es mir kaufen. Deal? Da mache ich auch Abonnententreffen an der Bude, Kapi. This beautiful breeze here from the ocean, and it's super relaxing, and I just really wanted to bring in the outdoors inside.
We are in the primary bathroom. This is one of my favorite rooms in the whole home. It's my dream bathroom. I love this stone. Unbeschreiblich schön. This is Calcutta Caldea, and it's all in a honed finish. And as you can see, the slabs are, the pieces on the floor are really almost full slabs. They're so big. It just has this beautiful, warm veining, and it just really blends in with the palette of the home. I did all Fantini Boffy fixtures in this, they call it British gold. And it's just a really subtle, nice, soft gold, and it really plays so well with the light oak paneling. I love this tub over here. It's just really grounding to the space, and then you get to look. Also die bodentiefen Fenster mit der grünen Fassade, also mit dem Grün da, das sieht schon sehr schön aus. Out, to just some. Wir haben schon öfters diese Armaturen gesehen in diesem British Gold. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich sage, das sieht gut aus. Greenery, and it's just really, really beautiful bathroom. So we are in the primary closet. This is my dream closet that I built and I love so much. And the colors in here are so consistent with the rest of the home. And I love this Napa beige leather. It's a taupey beige leather. And again, on the island, you have these beautiful bronze. Digga, die Frau hat Geschmack. Also ich bin echt gespannt, was hier noch kommt. Aber bis jetzt ist das alles Mashallah, Digga. Glass. And this really, I wanted to be the centerpiece, right when you walk into the closet, so you can house, your diese Glasvitrine, wo du deine Highlights so mäßig reinstellst, das ist echt deep. Most beautiful handbags, and it really becomes a piece of art. And I love these leather doors. They have beautiful champagne reveals going all throughout, which again stays consistent with all the floating reveals that we have throughout the home. And the finishes are just really spectacular. And I love working with Polyform in Italy because they really deliver always the finest finishes, and the quality really is impeccable. I purposely put the shoes on this side because I do like them to be concealed. I don't necessarily always want them displayed, and I love that we did the glass. Hat sie auch gut gemacht, die Schuhe in einem separaten Ding, weil oftmals, ich habe das schon des Öfteren gehabt, bei Frauen, wo man zu Besuch war, oder bei Freunden, Bekannten, Verwandten, wo man zu Besuch war, nicht jetzt in ihrem separaten Kleiderschrank, aber allgemein, die haben dann im Eingangsbereich oder irgendwo ein offenes Schuhregal, Bruder, wo 30 Paar Schuhe drin stehen. Und das Einzige, was ich, wenn ich davor bin, wahrnehme, ist einfach der Geruch von den Schuhen, die Käsemauke. Ja, Philipp? Nee. Ja, die Käsemauke, wenn man von der Käsemauke denkt. Ja? Haben ein bisschen was mitgebracht. Muss Kollege Schnürschuler rausfischen, der hat den Geist aufgegeben. Also, wir waren bei Stinkemauken. Aber versteht ihr, was ich meine, Chat? Ich finde es geil, wenn Schuhe in einem Schuhregal stehen. Wenn da Schuhe drin stehen, die man so gut wie nie trägt, so Highlights, okay. Aber ein Schuhregal mit viel getragenen Schuhen, sondern immer einen Geruch ab, finde ich unangenehm. And the mirror over here, it really makes sense in the closet as well to have them kind of tucked away, still really beautiful and elegant, and they have their own space and they still can be highlighted, but it's nice that they're tucked away. Ja, finde ich auch. So I'm in the office, and we chose this space because it has really good visibility throughout the home. We have these floor-to-ceiling glass windows that lets in a lot of natural light, and I wanted to keep that lightness and airiness, again, with the oak paneling behind me, and I added just a little bit of softness and brought in these herringbone floors again that, all of the colors stay consistent with our doors and the rest of the wood flooring throughout the home, and I just think it's a really comfortable Also das ist bis jetzt das schwächste Zimmer, aber da ist ja auch nicht viel drin außer einem Schreibtisch. Space to be working, hanging out, use it as a study, and anyone can really build, more shelving if needed, but I just thought it was a really perfect place for the office. Also da würde ich auch wieder Sport anfangen, Cover. So I love the gym down here. It's super, super peaceful. We have our yoga mats over here, and I think it's a perfect place to really unwind. We have a sauna, both infrared and a traditional sauna, and a steam shower as well. I love the location of where we put the gym because it's so tucked away from the rest of the home, and it has its own private entrance on the house. So if you have a friend that wants to come and work out, or if you have a trainer, they can literally just come downstairs here and, train you here, do your yoga, do your Pilates, and you get to look out with all of this view that's reflecting onto all of these mirrors.
We're in the cinema, and I love to leave the doors open because then you get that beautiful natural light. And I really, really wanted to keep the palette light and fresh. And auch ein sehr schönes Heimkino, wie ich finde. Also die Designerin, die uns das gerade auch erzählt, die hat das ja alles gemacht. Und sie hat einen wirklich, das muss man ihr lassen, sie hat einen wirklich super Stil. Also ein super Gespür dafür, was gut kommt, was nicht gut kommt. Das sieht wunderschön aus, Digga. And airy and subtle in here because I wanted it to connect with the rest of the home. I didn't want the cinema to just be closed off and super dark. So we went with a little bit more of a lighter palette. Da hat sie recht. Ich finde, bei vielen anderen Häusern, die wir uns angeguckt haben, war das Heimkino immer geil, aber es war so eine Welt für sich. Aber sie hat es geschafft, das Heimkino zwar geil zu machen, aber es sieht trotzdem aus, als wenn es halt zum Haus dazugehört. Deswegen hat sie auch gesagt, die Tür auf, wir lassen das Licht reinkommen. Es sieht so, also es passt einfach perfekt zum Haus. Und so soll es sein eigentlich, stimmig. Over here we have a 200-inch screen, which is nice and large. I purposely put in these super deep, wide sofas so that anyone can come and chill and work here. If people have children, they can kind of just play and gather here. So it's really more of an extension of the rest of the home and part of the home. I love this candy popcorn bar over here. And we have our hidden Miele refrigerator. That's right over here for drinks and things. And then I put in some built-ins for cozy blankets. So there's tons of storage here as well that can be used. The home previously did not have this cinema here. And hat wieder geleckt oder was? Ja, ich muss mal gucken. Irgendwas ist mit dem PC nicht in Ordnung. Verzeiht mir. And we really wanted to capitalize on the explosive height of these ceilings. So these are over 22 feet high. And we're really, really lucky that we were able to get this much height here for the cinema. We're a pro JBL system with a 200-inch screen. So when you walk in, you really feel the grandness of the room and you really actually feel like, oh my gosh, I'm actually at a real cinema. All of our subwoofers are all behind this paneling. So it's really good. Nothing is, jumping out at you, but we're, completely soundproofed and the sound in here is really, really incredible. We are in the secondary suite of the home, which is my personal favorite. I love this room so much because you have these beautiful views behind. Also ich muss wirklich sagen, Digga, also die Schlafzimmer, sowohl das Gästezimmer als auch das Hauptschlafzimmer, sind einfach nur atemberaubend. Both city and mountain, and I personally really love the mountain views, especially around sunset. You get this beautiful glow that, comes from behind the mountains, and it's really so peaceful. Stellt euch einfach vor, in dem Schlafzimmer, abends liegen, mit der Perle. Auf einem kleinen Subwoofer oder auf der Anlage läuft leise Lil Peep im Hintergrund. Du hast sie im Arm und draußen ist Regen, Blitz, Donner und mit dieser View chillst du ab. Boah. In this room, and I continued the oak floors in here throughout just to make it very comfortable and very homey to feel, that you're relaxed and really enjoying the suite. We have all custom fireplaces. Bei dem Haus hast du 400 Frauen, Bruder, du brauchst nur eine vernünftige Frau in deinem Leben. Glaub es mir, Digga. Du brauchst nur eine Frau in deinem Leben und du wirst der glücklichste Mann aller Zeiten sein. Eine Frau, die dich so nimmt, wie du bist und dir das auch das Gefühl gibt, dass sie dich liebt. Sehr schwer zu finden. It's from Da Vinci and I really like them because they're minimal, they're sleek, they're the highest quality, and it's just really nice to add that little bit of ambiance into the room. Our window and door system is from Styline, and we purposely chose an ultra-thin profile because there is quite a bit of glass in the home. We wanted to make sure that it doesn't detract from any. Also die bodentiefen Fenster sind wirklich wunderschön. Und das ist auch etwas, was ich bei mir im Haus, ich habe keine bodentiefen Fenster. Das ist etwas, was ich bei mir im Haus schon ein bisschen vermisse. Meckern auf hohem Niveau, ich weiß. Aber bodentiefe Fenster, finde ich, geben dem Raum nochmal eine ganz andere Ausstrahlung. Wunderschön. Of the views. So we went with Starfire glass, which is crystal clear. And right now we have them open, but when they are closed, it's so clear that you... Da ein Mittagsschläfchen machen, Bruder. Überlegt euch das einfach mal. Da ein Mittagsschläfchen machen. Mit Fenster auf. Guckt euch das, also das ist so wunderschön. Also ich bleib dabei. Und wir haben noch ein bisschen vor uns. Das ist bis jetzt das schönste Haus, was wir uns bis jetzt angeguckt haben. Und es hat nicht mal Meerblick. Und ihr wisst, wie sehr ich auf Meerblick stehe. Ich würde mich immer für den Meerblick entscheiden. Aber das ist das schönste Haus, was wir uns bis jetzt angeguckt haben, Digga. Und das Ganze kostet auch nur schnapphafte 88 Millionen. Das ist so dieses Zufallsding, schicksalshafte. Die Zahl 88 verfolgt mich. Das ist das Haus, was ich mir morgen kaufe, Kapi. Wenn ihr jetzt alle 1 Million spendet. Es ist wirklich das schönste Haus, was wir uns bis jetzt angeguckt haben. Don't even notice the glass. We're so pleased with the way it looks because all you see is just the views.
Here we are in the lower level primary, and our stone here is bronze Vena, and I love this stone. It has a gorgeous honed finish, and it's such a warm stone. As you can see, all of our sinks, everything is integrated into it, and it's a really beautiful palette that we continue throughout the home, and I just think it's really stunning down here. It's really beautiful. Again, it ties in with everything, and it's really, again, just all about the views. And you have this beautiful floor to ceiling crystal clear glass. As are all the shower glasses. We went Starfire. What stands out are the finishes. The subtleness of all the finishes are super important to us. Das Bad ist auch wunderschön, ja. All of the drains are all linear or they're hidden. Again, with our Fantini Boffi fixtures, I just really think this bathroom is beautiful. Würdest du wegen so einem Haus auswandern? Lassen wir mal Oma, Opa, Zeit und bla, lassen wir das mal außen vor, verallgemein. Bruder, ich würde für dieses Haus, ach Bruder, ich will es gar nicht aussprechen. Also angenommen, ich würde dieses Haus bekommen und ich dürfte nie wieder einmal mein Gesicht im Internet zeigen. Sofort, Digga. Sofort. Wer würde nicht gefühlt für dieses Haus alles machen? Alles aufgeben. Guckt euch mal das Haus an. Nie wieder wichsen für das Haus. Sofort. Dir gehört ja das Haus. Du hast ja die Option, es dann auch zu verkaufen. Würdest du deine Hand abschneiden für dieses Haus? Wenn ich sie danach wieder annähen darf? Ja. Wenn nicht, dann nicht. Nein. Ich brauche meine beiden Hände. Ich werde 2 Finger abschneiden. Bruder, ich würde gerade so Sachen sagen, aber ich würde sagen, also... Wir haben ja in letzter Zeit immer diese Diskussion, oh, für eine gewisse Summe im Casino wird jeder streamen. Scheiß mal da drauf. Für das Haus, geschenkt, würden die Menschen Sachen machen, Bruder, die nicht mehr von dieser Welt sind, und das zu Recht. Denn das ist das absolute, Bruder, ein Traum. Also, damit ihr mal merkt, wie ehrenlos das ist, ich spreche es jetzt aus, für dieses Haus würde ich mit meiner eigenen Mutter 69er machen, Digga. So ein Ding ist das. Oder dass ich das gesagt habe. Ich kann euch nicht mehr in die Augen schauen, Digga. Aber das war Real Rap, Digga. Wallah, sofort. Du kranker Sohn. Bruder, Tassos, du hältst das Maul. Du würdest für das Haus mit deiner ganzen Familie gleichzeitig 69er machen. Rede nicht, Digga. I wanted the kitchen to feel extremely inviting and just really easy to access it and just really clean, simple, minimal. Our island here is Calcutta Borghini and I love this color. Again, very... Aber ich spreche es nicht aus. Das macht es besser, Tassos, dass du es nicht aussprichst, sondern dir vorstellst, wie du mit deiner ganzen Familie 69er machst. Das macht es nicht besser, mein Freund. Rich, very warm, plays with the rest of the palette of the home. So here you have your coffee maker. Im Übrigen, um uns auf das Wesentliche nochmal zurück, Digga, diese Küche ist auch absolut wunderschön. Your steam oven and also 2 ovens as well. I'm in the... So, mein Steuerberater schreibt gerade in den Chat, sein Account heißt White Diamond. Er schreibt, aber Monte, du hättest das Haus ja kaufen können, würdest du dein ganzes Geld anlegen, ein paar Jahre, anstatt ins Casino zu gehen. Ja, Bruder, dann hätte ich easy mal 88 Millionen übrig. Danke dir. Jens, mein Steuerberater, bester Mann. Tut mir leid, du kennst meine Finanzen besser. Danke dir. The family room upstairs. One of the key features in here is this Da Vinci fireplace over here. And all of our TVs are all flushed out. And I love the texture on this stone. Ja, das this sieht wunderschön aus. Indiana limestone, and it has a custom raked finish. I work really closely with stone. Auch das Wohnzimmer ist eine 1+ mit Sternchen. Diese riesige Fensterfront wieder, der Fernseher integriert da unter der Kamin, die Couch. Wisst ihr, in diesem Haus passt wirklich alles. Ich finde von den Teppich, von den Böden, von den Wänden, die Couch, das ist alles so stimmig, Digga. They're so hands-on with the fabrication process. Also, you get the look of these open joints, which is really unique. Again, continuing the floating reveals all throughout the home. So it all really ties in together, especially at night when that light Chat. hits it, you really just get to see this beautiful texture without it being super loud and in your face. It's really just calm and subtle, and I just think it's a gorgeous feature to have. It's stunning.
everyone kind of lives like such a fast, you know, life, and we're on our phones and we're doing so many things and computers, and it's just nice to come in and feel, you know, completely at peace. Ja. Ja, da hat sie recht. Man lebt in so einer stressigen Zeit, egal ob man irgendwie gefühlt 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden am Tag immer nur am Handy hängt und das Gefühl hat, man verpasst was, wenn man nicht am Handy hängt. Das ist wirklich, Digga, also das ist wirklich ein Ort, wo dieser Seelenfrieden, glaube ich, diese Ruhe dich automatisch übernimmt. Selbst wenn du im Kopf unruhig bist. Ich glaube, du fährst davon alleine wirklich einen Gang runter. What's great about this room is that you can just walk outside and go to your infinity pool, and it has wonderful Bazaza tile, and I think it's just a really easy flow onto the deck. Nicht zu groß, nicht zu klein. Reicht vollkommen aus, Digga, der Pool. Richtig geil, Mann. You always look at people and they're on these like beautiful trips and things, and it's like, I just want to bring that peacefulness, that calmness, the serenity all here, because I mean, it doesn't really get better than this. We work very closely with the city of Beverly Hills in order to maintain that added deck, and that's a huge bonus, as you're not allowed to really build a cantilever deck like this. So it's great for entertaining, it's great for dining, and we added a bit of turf there as well, so that you feel that you do have a bit of a backyard and some greenery in your house. So what's really special about this house is that our lower level is daylit. As you can see, our entire lower level is above the ground, which is grandfathered in. So basically no homes really have that, and that's really unique, especially to have in Truesdale. And we have all of this gorgeous mountain view over here. And this is where we are for the family room. Why don't we go check in with Rainey so we can see the garage? We're here in the auto gallery. Gina, this space is so beautiful with the lighting that you put in, and then what is this? So this is a turntable, and I love that we have this feature here because we are subterranean. So it's really practical if somebody wants to just come down, you know, quickly for lunch. They literally come on this, it spins the car around, and then out you go. And I just think it's such a good feature to have, and you know, you can really use it all the time. Really functional. This is great. So nobody is ever stuck here. So you can house total of 10. This is your everyday driver. Yeah, it spits exactly. you straight out. It's perfect. And I like the lights. They're not like too much, but it highlights the cars enough, and it just still continues with that, you know, beautiful vibe of the house. This space is so nice. You could actually host an event here. I know, right? It's huge. It's huge. This could also have art on the walls. I mean, this has such a great multi-purpose. You don't even feel that you're underground. Exactly. Welches Auto ich davon nehmen würde? Boah, schwierig, Digga. Der Urus ist natürlich geil, der Bentley auch, aber ich glaube, ich würde mich für den Rolls-Royce entscheiden, Digga. This view is, I would say, one of the best I've ever seen, especially in Truesdale. It's from downtown all the way past the ocean to the Santa Monica Mountains. So you have... Ja, das war's mit dem Video. Also ich muss wirklich sagen, lieber Livestream-Chat, das ist für mich das schönste Haus, was wir jemals gesehen haben, also was wir uns jemals angeguckt haben im Gesamtkonzept. Und diese junge Dame, ich weiß jetzt nicht, wie ihr Name ist, die das Haus entworfen hat und designt hat, die Architektin, ist ein absolut, also eine Künstlerin, Digga. Eine ganz krasse Künstlerin. Das ist wirklich atemberaubend schön.